In diesem Tutorial werden wir aus unserer Typemail-Seite ein bzw. auch mehrere E-Books erstellen. Eine Änderung gibt es allerdings. Wir nutzen in diesem Tutorial den Chrome-Browser und nicht den Firefox-Browser. Das liegt daran, dass die Technologie, mit der wir E-Books erstellen, browserabhängig ist und nur mit dem Chrome-Browser aktuell funktioniert. Wir gehen erstmal wieder auf unsere Login-Seite, melden uns an und dann gehen wir in die Settings. Und wir wollen das E-Book-Plugin aktivieren, das wir in einem anderen Tutorial schon einmal hochgeladen hatten. Das ist dieses Plugin. Wir aktivieren das Plugin und schauen uns die Settings an. Beim E-Book-Plugin gibt es nur zwei Settings, und zwar kann man auswählen, ob man die E-Books als Administrator generieren will oder ob man die E-Books als Autor generieren und verwalten möchte. Wenn man die E-Books als Autor generieren möchte, dann erscheint das E-Book-Interface in den Tabs jeder Seite. Das schauen wir uns später aber nochmal an. Wir klicken jetzt erstmal auf Save. Dann sehen wir, dass hier auf der linken Seite in der Navigation ein neuer Punkt erscheint mit dem Namen E-Books. Da klicken wir drauf und dann sehen wir das Interface für die E-Book-Generierung. Zuerst kann man Layouts auswählen. Wir sehen zwei Layouts. Das erste Layout, Electric, hat keinerlei Formulare. Ich wähle das andere Layout aus, Typemail. Das hat sehr viele Formulare. Das werden wir jetzt auch nutzen. Grundsätzlich sind beide Layouts Demo-Layouts. Das heißt, sie sollen eher demonstrieren, was mit dem Plugin möglich ist. Man kann eigene Layouts entwickeln als Entwickler. Das Layout Typemail ist allerdings durchaus auch produktiv einsetzbar. Wir schauen uns die Formulare kurz an, ändern aber nichts. Das machen wir in einem zweiten Schritt, sondern wir werden jetzt nur die notwendigsten Informationen eintragen. Das habe ich hier schon mal gemacht. Wir haben einen Titel eingetragen, einen Untertitel. Ich habe mich als Autoren eingetragen und hier eine Auflage eingetragen. Man könnte hier auch noch ein Hintergrundbild eintragen, wenn man möchte. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe dafür zwei Hintergrundfarben ausgewählt. Auch das ist von Layout zu Layout unterschiedlich, ob es unterstützt wird. Das Impressum, die Dedication, also Danksagung, lassen wir erstmal weg. Genauso Table of Contents, das werden wir in einem zweiten Schritt machen. Dann kommen wir zur Content-Auswahl. Per Default sind bei Typemail immer alle Seiten für das E-Book ausgewählt. Ich kann hier einzelne Seiten ausschließen aus der Auswahl oder auch ganze Bereiche. Das machen wir jetzt mal, gehen zum nächsten Schritt. Hier könnte man noch einen Klappentext eintragen, auch das brauchen wir im Moment nicht, sondern wir gehen direkt zur Create E-Book-Seite. Dort bekommen wir ein paar Informationen mitgegeben, was die Voraussetzungen betrifft. Wie schon mal gesagt, funktioniert die E-Book-Generierung derzeit nur mit einem Chromium-Browser. Das heißt Google Chrome, Brave oder auch mit dem Opera-Browser. Und zum Zweiten muss man einige Einstellungen in dem Browser vornehmen. Das werden wir nachher machen. Ich habe die jetzt schon gemacht und zeige das nochmal. Wenn alles fertig ist, klickt man einfach hier auf den Button. Dann öffnet sich in einem neuen Fenster die E-Book-Vorschau. Die schauen wir uns mal kurz an. Das heißt, diese E-Book-Vorschau ist wirklich vollständig wie ein Buch mit Paginierung, mit Absätzen und allem drum und dran. Es gibt auch Running Headers und Running Footers. Das alles ist abhängig vom jeweiligen Layout. Insgesamt ist es aber absolut möglich, hier mit eine professionelle Druckqualität zu erreichen und eine professionelle Typografie zu erreichen. Wenn das alles fertig ist und gut aussieht, ich kann das natürlich dann auch immer wieder in meinem Content-Bereich von Typemail ändern, wenn mir irgendwas auffällt. Dann klicke ich hier oben auf den Button vom Browser und klicke auf Drucken. Wichtig ist, dass ich hier oben die Funktion Save to PDF vom Chrome-Browser nutze und nicht beispielsweise Microsoft Print to PDF, weil der Microsoft Printer Driver nicht gut ist und nicht gut funktioniert. Wichtig ist außerdem, dass ich hier die Margins auf None setze und dass ich die Hintergrundgrafiken aktiviere und, sofern es die Einstellungen zulassen, auch die Header und Footer deaktiviere. Ich würde das Ganze jetzt einfach mal so speichern, und zwar unter dem Titel E-Book Preview
Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal als PDF an. Und da sehen wir vor allem, dass auch die Schriften, die im Browser etwas unschöner dargestellt waren, dann in der PDF-Version sehr gut aussehen. Und das kann man, denke ich, auf jeden Fall als E-Book so veröffentlichen. Okay, dann schauen wir uns nochmal ein paar Einstellungen an und gehen erstmal wieder zum Tab General. Hier unten gibt es weitere Settings. Hier zum Beispiel können die Headline-Levels umgeändert werden. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn ich hier in den Content-Bereich gehe, dann habe ich ja unterschiedliche Ebenen, das heißt unterschiedliche Gliederungen. Wenn man das Ganze in ein Buch konvertiert, dann möchte man üblicherweise nicht, dass jede Unterseite als eigenes Kapitel anfängt, sondern Kapitel sind gewöhnlicherweise nur diese übergeordneten Ordner. Deshalb werden bei der Umwandlung in ein E-Buch die Überschriften von solchen Unterseiten herabgestuft, damit es in die Kapitelstruktur wieder hineinpasst. Das heißt, hier habe ich jetzt eine Überschrift erster Ordnung, die würde im E-Book dann eine Überschrift zweiter Ordnung werden. Damit sollte man einfach mal ein bisschen experimentieren, um die Logik zu verstehen. Wenn ich diese Logik nicht haben will, dann kann ich sie hier allerdings auch ausstellen und dann würden die Überschriften die gleiche Ordnung behalten, die sie auch auf der Typemill-Webseite haben. Eine zweite Einstellung, die ich vornehmen kann, ich kann die Qualität der Bilder ändern. Derzeit werden immer klein gerenderte Bilder genutzt. Ich kann aber hier auch anklicken, dass ich die Bilder in Originalgröße haben möchte, was vor allen Dingen bei Druckerzeugnissen relevant ist. Wenn ich ein E-Book bauen will, dann ist es in vielen Fällen besser, wenn man die heruntergerechnete Variante nimmt, um die Datei klein zu halten. Der nächste Bereich, das sind Hyphens. Der ist nicht mehr so wirklich relevant. Bis vor kurzem konnte Chrome keine Hyphens, das heißt halt eben Silbentrennung von sich aus. Das hat sich Ende 2020 geändert. Seitdem kann Chrome auch auf allen Plattformen die Silbentrennung selbstständig machen. Deswegen wird dieser Bereich wahrscheinlich demnächst wieder verschwinden. Eine zweite Sache ist Endnoten. Man kann bei Typemill ja Fußnoten nutzen. Derzeit kann das Skript, das hier genutzt wird, die Bibliothek, noch keine Fußnoten einbauen. Man kann die Fußnoten hier aber in Endnoten umbauen. Und dann werden die Fußnoten ganz ans Ende des Buchs verschoben. Auch das wird sich aber im Laufe des Jahres 2021 ändern, so zumindest die Verlautbarung der Bibliothekshersteller. Die Library heißt paged.js. Hier unten die Additional Settings, die haben überhaupt gar keine Funktion. Die sollen einfach nur einem anderen Entwickler, der ein E-Book-Layout bauen möchte, demonstrieren, dass man auch den kompletten Formularbilder von Typemill hier integrieren kann und dadurch beliebige Daten in das E-Book-Template einbauen kann. Wir wollen aber einfach erstmal weiter gucken und die anderen Einstellungen anschauen. Ich hatte ja gesagt, man kann hier auch ein Cover-Image einbauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Man kann auch bestimmen, dass man nur das Cover-Image nutzen möchte. Dann würde dieser gesamte obere Bereich mit dem Titel auf dem Cover-Page dort nicht erscheinen. Das ist beispielsweise nützlich, wenn man grafisch wirklich ganz eigenständige Cover entwickeln will. Dann würde man den Titel und alle Texte einfach hier in das Bild integrieren und so ist man komplett frei in der Covergestaltung. Das würde ich jetzt hier wieder rausnehmen. Ich habe hier auch einmal ein Impressum und eine Dedication reingeschrieben. Der nächste Punkt, man kann ein automatisches Inhaltsverzeichnis integrieren. Dazu muss man einfach nur die Checkbox aktivieren. Ich schreibe hier einen Titel für die Seite rein. Man kann bestimmen, wie viele Levels, also wie viele Überschriftenebenen in dieses Inhaltsverzeichnis integriert werden sollen. Per Default sind es, glaube ich, 2. Ich werde jetzt einfach mal 2 auswählen. Hier haben wir alles schon gemacht. Ich habe auch ein Blurb, also einen Klapptext eingefügt. Und jetzt würden wir uns das Ganze hier nochmal anschauen, wie es jetzt aussieht. Und man sieht,
dass wir hier erstmal ein Impressum haben. Man sieht, dass wir hier ein automatisches Inhaltsverzeichnis haben mit auch Seitenzahlen. Alles ist auch klickbar. Und ganz am Ende sehen wir natürlich auch noch die Endnoten. Wir haben überhaupt gar keine Endnoten in so einem Text drin gehabt, sonst würden die jetzt hier erscheinen. Und wir haben hinten auch noch einen kleinen Klappentext eingebaut. Das war es jetzt auch erstmal schon. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ganz am Anfang hatten wir ja 2 Einstellungen in den Settings vorgenommen. Schauen wir uns mal kurz an, im Plugin. Und wir haben jetzt die Einstellung Admin can generate ebooks uns angeschaut. Das heißt, das ist dieser Navigationspunkt, da hat eben nur der Administrator Zugriff drauf. Wir haben aber auch angeklickt, dass Autoren E-Books aus den Seiten heraus generieren können sollen. Das heißt, alles, was wir hier gesehen haben, kann der Autor auch für jede einzelne Seite und für jeden einzelnen Bereich nochmal in diesem Tab E-Book machen. Das mache ich jetzt nicht, weil wirklich alles 1:1 gleich ist. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist die Content-Auswahl, denn hier wird jetzt eben nur der Content von dem Bereich, der Untercontent ausgewählt, von dem Bereich, in dem ich mich befinde. Ansonsten ist alles genau gleich. Das bedeutet, dass man aus einer Typemail-Webseite beliebig viele E-Books generieren kann, was ganz viele Anwendungsszenarien hat. Man kann sich beispielsweise Bedienungsanleitungen vorstellen. Das ist auch ein realer Fall, der im Einsatz ist, bei dem unterschiedliche Sprachen hier angelegt werden können. Man kann sich vorstellen Jahresberichte von Organisationen. Man kann sich vorstellen Schulungsunterlagen beispielsweise von Coaches oder Trainern. Dann würde man hier einfach für jedes Seminar einen eigenen Bereich aufbauen, aus dem man dann halt eben die Schulungsunterlagen generieren kann. Und wir werden uns das in einem anderen Tutorial dann auch noch anschauen, wie man das Ganze mit Rechten kombinieren kann, geschlossene Communities, geschlossene Gruppen machen kann, verschiedene Autoren auswählen kann und so auch Bücher mit mehreren Autoren bauen kann, Publikationen. Soweit aber erstmal zum E-Book-Plugin. Ich hoffe, das gefällt euch. Es ist natürlich noch viel Weiterentwicklung geplant. Insbesondere wird es in einer der folgenden Versionen auch noch eine EPUB-Veröffentlichung geben.